Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Bis 1993 waren auf den Packungsrückseiten wunderbare Dioramen abgebildet. Ihr habt es euch gewünscht, dass ich euch mehr von diesen einmaligen Kunstwerken zeige. Im Figurenvideo wollte ich das machen. Ich habe die Bilder aber mit zu hoher Auflösung eingescannt und die Videoschnittsoftware ist immer abgestürzt. So werde ich heute diesen misslungenen Anlauf wiederholen und habe die Packungen großteils gefilmt. Das Urheberrecht für die Abbildungen liegt natürlich ausschließlich bei der Geobra Brandstätter Stiftung und ich habe niemanden um Erlaubnis gefragt, diese 30 Jahre alten Sammlerstücke zu zeigen. Bei den allerersten Packungen war auf der Vorderseite ein Stimmungsbild der Spielwelt abgebildet. Den Inhalt der Packung sah man auf der rechten Seite zuerst als Foto und später als Strichzeichnung. Im ersten Jahr 74 wurden die Artikelnummern schon von 31 auf 32 geändert. Auf der linken Seite war die stilisierte Sortimentsübersicht. Auf der Rückseite gab es auch schon die ersten Dioramen. 3 unterschiedliche Bilder mit den Kombinations- und Spielmöglichkeiten verschiedener Sets, Figuren, Zubehör und Pferde. 1975 kamen mit der Polizei und den Bahnreisenden 2 neue Spielwelten dazu und der erste LKW. Alle Packungen waren jetzt einheitlich blau, der Inhalt vorne und hinten als Foto, beim LKW zusätzlich noch als Strichzeichnung. Auf den Seitenteilen waren wieder zahlreiche Spiel- und Kombinationsmöglichkeiten. Nette kleine Szenen mit dem Inhalt. Beim Bau-LKW 16 unterschiedliche Fotos mit dem reichhaltigen Zubehör. Bei den Bahnreisenden und Polizisten sind noch einige Fremdteile dabei. Als Bahnhofsbank wurde die Ritterbank verwendet und die Hochbauarbeiter mit ihren Warnwesten helfen den Polizisten mit den Verkehrszeichen. 1975 gab es vorübergehend neue Packungen. Auf der Vorderseite war der Inhalt als Foto und auf der Rückseite als Strichzeichnung dargestellt. Auf den Seiten gibt es wieder Darstellungen verschiedener Spielwelten. Dieselben Bilder wiederholen sich auf den verschiedenen Verpackungen. Indianer, Cowboys, Kavallerie und Ritter, Bahnreisende, Bauarbeiter und LKW. Auf den verschiedenen Sets gab es immer wieder dieselben Bilder. Die Einzelfiguren von 1975 hatten die ungleich hohen Ziffern bei der Artikelnummer auf der Vorderseite, die Strichzeichnung auf der Rückseite und auf den Seitenteilen gab es die Sortimentsübersicht. Ab 76 wurde die Anzahl der Figuren als Clicky angegeben, auf der Vorder- und Rückseite wieder dasselbe Foto und auf den Seitenteilen jeweils 2 Dioramen mit verschiedenen Spielwelten. Mit den verschiedenen Neuigkeiten das Krankenhaus, die Kanonenprotze der Nordstaatler, der Planwagen. Dann sieht man hier die neue Königin, wie sie auf dem Thron getragen wird, die neuen Indianerzelte und die Feuerwehr mit der Drehleiter. Auf der anderen Seite kommen dann wieder die alten Ritter, der neue Bauwagen zum LKW, die neuen Themen Polizei und Rettung mit dem Krankenhaus und Operationssaal, dann wieder dasselbe Ritterbild mit der Königin am Thron und wieder dieselben Indianer. Zum orangen Bau-LKW von 75 passt der Bauwagen von 76. Die Bilder auf der Packung zeigen die Kombinationsmöglichkeiten der beiden Sets, die einfach zusammengehören. Von den verschiedenen Kleinlastwagen kamen 76 der Polizeimannschaftswagen und die Feuerwehrdrehleiter. 77 folgte der Muldenkipper. Mit demselben Inhaltsfoto auf Vorder- und Rückseite, auf den Seitenteilen wieder die Verwendungsmöglichkeiten. Der LKW wird ziemlich zerlegt
und es werden zusätzliche Figuren verwendet. Hier ist die ganze Feuerwehrmannschaft dabei. Auf der anderen Seite sehen wir hier den Polizeilastwagen beim Mannschaftstransport, beim Verkehrszeichen und Gefangenentransport. Mit der Schubkarre lädt der Bauarbeiter große Steine. Und hier sind wieder die Bilder von der Feuerwehrmannschaft. Das Feuerwehrauto wurde 1978 erneuert, aber immer noch mit den alten grauen Plastikreifen und mit den alten Fotos auf der Seitenteilen. 1977 gab es die neuen Kleinbusse, Polizei, Rettung, Flughafenbus und der Postbus kam 1978. Vorne und hinten unterschiedliche Inhaltsfotos und auf den Seitenteilen jeweils 2 langgezogene Dioramen. Bei der Polizei sehen wir den Einsatz beim Unfall und beim Brand. Ebenso wird bei der Rettung zum Brand und zum Unfall gerufen. Der Flughafenbus bringt die Fahrgäste bei windigem Wetter auf den Flugplatz mit dem Doppeldecker und dem Helikopter. Der fahrbare Postschalter ist in der Fachwerkstatt unterwegs. Genauso haben wir auf der Rückseite einen Polizeieinsatz bei einer Kundgebung, die Rettung bei einem Unfall und bei der Krankenstation, den Flughafenbus auf der Straße und am Flugplatz. Nur beim Postbus werden fremde Bilder von der Polizei und vom Flughafenbus verwendet. 1977 gab es auch den neuen Wohnwagen mit dem orangen Vorzelt. Der grüne Herr legt einen Stein unter das Rad und kann sich nur schwer bücken. Im November 1978 kamen die 3 neuen LKWs von Delta Design. Hier die Packung vom Müllwagen mit einem riesengroßen Diorama der modernen Fachwerkstatt auf 2 Ebenen. Man sieht immer auch noch den Prototypen des roten Fachwerkhauses, das erst 2005 herausgebracht wurde. Der Abschlepper hat am Schild noch einen vorläufigen Aufkleber. Auf der Seite die Funktionen des Lastwagens. Hier die Packung vom Absetzkipper mit dem Bauschuttcontainer, der mit dem Kanalrohr beladen wird. Hier die Packung vom Armbacker, der den alten orangen LKW belädt. Links einmal mit den neuen Reifen und rechts mit den alten Plastikreifen. Das neue Baugerüst von 1980 hat auf der Hinterseite 3 Bilder. Links das Gerüst, rechts den Armbacker und unten gibt es ein altes Bild mit 2 alten Bau-LKWs mit den grauen Plastikreifen. Auf den Seitenteilen wird die Fachwerkstatt renoviert. Rechts sieht man den neuen grünen Transportlader, den Armbacker und den alten Bauwagen. Der Muldenkipper mit Greifer ist auch am zweiten Seitenteil dargestellt. Der grüne Polizeibus hält den blauen PKW an, alle Fahrzeuge haben neue Gummireifen. Am neuen Bau-LKW mit Bauwagen und Kompressor von 1981 sind teilweise genau dieselben Bilder. Der Autokran von 81 hat an der Oberseite und an der Rückseite Fotos mit Dioramen, die ihn beim Einsatz zeigen. Auf der Rückseite braucht es auf der Baustelle sogar 2 Schwerlastkräne, weil es damals noch keinen Baukran gab. Auf der Unterseite sind die Funktionen des Modells dargestellt. Der Autokran wurde 1988 mit neuen Figuren erneuert. Am Diorama auf der Rückseite ist er bei einem Brand mit der neuen Drehleiter und dem neuen Rettungswagen fotografiert. Der Müllwagen von 78 wurde 88 mit neuen Figuren und Farben erneuert. Zum Abschluss des Baustellenthemas noch einige Sets von Ende 80, die Planierraupe, Kompressor, Förderband, Sattelschlepper und Frontkipper. Dann kommt der blaue Bauwagen mit dem Radlader, mit dem Autokran beim Bau einer Brücke aus Fachwerkelementen und zum Schluss der neue orange Bau-LKW von 1989.
Bei den neuen Feuerwehrautos von 81 gab es auch tolle Dioramen auf der Oberseite rechts, die Mannschaft bei der Wartung und links ein Löscheinsatz von oben fotografiert. Auf der Hinterseite Straßenszenen, oben ein Unfall mit dem Rallye-Auto, unten eine Kolonne Einsatzfahrzeuge in voller Fahrt. Auf der Unterseite rechts ein interessantes Bild mit dem Kommandofahrzeug mit den neuen Gummireifen und links die Funktionen. Bei der Drehleiter brauchte es die ganze Packungslänge, um ein 6-stöckiges Fachwerkhaus zu fotografieren. Die Drehleiter wurde 86 erneuert, auf der Rückseite dasselbe Diorama wie beim Autokran. Man sieht auch das neue Polizeimotorrad von 87. Auf der Rückseite vom Polizeiset begleitet das grüne Polizeiauto in seiner Neuausgabe von 84 den Autokran und am unteren Bild ist es bei einer Kundgebung im Einsatz. Das Polizeiset von 83 wurde 88 im internationalen Stil erneuert, mit einer Polizeibegleitung für einen Politikerbesuch auf der Rückseite. Die internationalen Packungen von Polizeiauto, Polizeihubschrauber und Abschleppwagen hatten auf der Rückseite alle dasselbe Foto. Jetzt kommen wir zum Traktor von 1978. Bei den alten Packungen war auf der Vorder- und Rückseite dasselbe Bild. Die neue Packung zeigt auf der Rückseite die vielen Spielmöglichkeiten mit diesem Set. In der Kombination mit den verschiedenen Geräten aus den 2 Landmaschinenpackungen. Auf den Seitenteilen sind Fotos auf einem schön gestalteten Modellbaugelände, die sich bei allen Sets immer wiederholen. Die Zaunpackung mit Briefträger zeigt das rote Fachwerkhaus mit Pferdekoppel, 2 Privatgärten vor Einfamilienhäusern und auf der anderen Seite sehen wir die ungewöhnliche Verwendung des grünen Zaunes in der Westernstadt bei der Ranch und bei einem Mittelalterhaus des Schneiders. Auf dem Postset von 79 gibt es weitere Szenen in der Stadt und auf dem Land mit Pferdeanhänger, Reitstall und Schäfer. Jetzt schauen wir uns noch einige Eisenbahnszenen an. Bei der Einführung im Oktober 1980 gab es noch überhaupt keinen Bahnhof. 1981 gab es dann die erste Haltestelle. Dieser Karton hat die meisten Dioramen, die ich kenne. 14 Bilder auf einer einzigen Verpackung. Unterschiedliche Themen, bunt gemischt, Eisenbahn, Rennsport und Western. Ich zeige euch nur einige Eindrücke von den Anfängen der Eisenbahn. Die Dampflok am Bahnsteig Neustadt mit einer Schulklasse, Bergheim im Regen, die Fahrgäste warten mit roten und gelben Regenschirmen, die Diesellokomotive kommt zum Bahnübergang und der Bahnsteig mit dem Personenzug und mit der Rangierlokomotive. Auf dem Bahnhofsgebäude von 83 ist noch ein Prototyp vom Eisstand. Die Bahnhofsschrift ist auch noch ein Prototyp. Heuwagenkiosk, Fahrradständer vor dem Güterbahnhof mit dem Treppenaufgang. Ein idyllisches, wunderschönes Winterbild mit Skifahrern, die am Bahnsteig warten. Die Schalterhalle mit den 2 Fahrkartenschaltern. Am Bahnhof kommt der Prinz an und wird von der Musikkapelle begrüßt. Am Eisstand sind die Color-Reisenden von 1982. Hier ist die Packung der Güterabfertigung. Man sieht den Gepäckwagen, wie er die Expeditionskisten transportiert. Hier sieht man den ganzen Bahnhof mit Empfangshalle und Güterabfertigung. Das Stückgut wird auf offene Güterwagen verladen. Der gelbe Gepäckwagen wird für den Stückguttransport verwendet. Der blaue Speditions-LKW übernimmt die Ware für den Straßentransport. Er transportiert auch den Kompaktlader, der Stapler wird für die Paletten verwendet.
Auch der Güterbahnhof hat eine Abfertigungshalle mit 2 Schaltern. Die wunderbare Schlepptenderlokomotive von 1983 ist in eine Styroporbox eingepackt. Mit den 2 Motoren hat sie genügend Kraft, einen sehr langen Güterzug zu ziehen, ganz stilgerecht im Garten. Das Bahnpersonal putzt stolz die große Schlepptenderlokomotive. Schöne Dioramen gibt es auch auf den Waggonpackungen. Beim Flachwagen ein Stadtdiorama und beim Kesselwagen ist der Esso und der Shell-Kesselwagen beim Abfüllen der Treibstofffässer abgebildet. Und der Waggon wird auch sorgfältig gewartet. Am zweistöckigen Stadtdiorama mit Eisenbahn und Straße gibt es eine Baustelle mit Bagger und Transportlader. Am Bahnhof sieht man oft den Eisstand von 1982. Das ist für mich die Überleitung zu weiteren Stadtthemen. Der Eisstand ist hier am Kinderspielplatz, hier ist er am Bahnsteig, gemeinsam mit dem Kiosk. Im Zirkus können sich die Zuschauer mit einem Eis erfrischen und auch im Tiergarten darf der Eisstand nicht fehlen. Auf der anderen Packungsseite ist der Eisstand am Campingplatz mit dem Camper und dem Safarizelt. Das letzte Bild im Stadtverkehr mit einem alten roten Motorrad. Im selben Jahr 82 kam das Motorrad neu heraus mit einer geraden Lenkstange für Figuren mit Drehhänden. Beim Motorrad sehen wir auf der Packungsrückseite noch die alte Esso-Tankstelle. Bei der neuen war ja auch das Motorrad dabei. 2 rote Motorräder sind gerade beim Tanken. Und unten wartet das Motorrad beim Bahnübergang. Der Traktor zieht den Zirkuswohnwagen und Käfigwagen. Auf den Seitenteilen der Packung sehen wir das Motorrad bei einem Motorradrennen. Das rote Motorrad kommt als erstes ins Ziel. Die Zuschauer jubeln hinter der Absperrung. Auf der anderen Seite sehen wir den anderen Teil des Motorradrennens. Alles die gleichen Fahrer, einer hat ein Polizeimotorrad ausgeborgt und es gibt verschiedene Startnummern zum Aufkleben. Der grüne Safari-Jeep hat auch alles Stadtdioramen. Hier die alte Esso-Tankstelle von 1981. Auf der Unterseite der Packung sieht man den grünen Jeep mit dem Ausflugsboot und dem Rennboot auf dem Anhänger von 1979. Auf der Rückseite der Packung ist unten der Jeep bei einer Reifenpanne und oben ist er mit dem Pferdeabhänger abgebildet. Von 79, 86 kam er ja als gemeinsames Set heraus. Nach dem grünen Jeep schauen wir uns jetzt die Boote an. Das erste Boot von 78 haben wir ja schon einmal gesehen. Es ist das große Ausflugsschiff. Auf Vorder- und Rückseite der Inhalt. Auf den Seitenteilen sieht man ein Diorama mit dem Ausflugsschiff im Kanal. Vor der Fachwerkstattkulisse mit dem roten Fachwerkhaus und am Hafen fährt ein Auto auf der Straße. Auf der anderen Seite sieht man Detailaufnahmen von der Kajüte und vom Führerstand. Das zweite Boot ist das Polizeiboot von 79 mit dem orangen Schlauchboot. Auf den Seitenteilen sieht man die Wasserschutzpolizei im Kanal kreuzen mit dem Ausflugsboot und dem Rennboot. Auf der anderen Seite sieht man 2 wunderschöne Dioramen mit dem Polizeiboot vor einer wunderschönen Stadtkulisse, mit dem Rennboot, dem Fischerboot und links eine kleine Sortimentsübersicht. Das dritte Boot, das ich euch zeige, ist das Kajütboot von 1984 mit dem Taucher. Hier ist noch ein Fischer beim Angeln an Bord.
der batteriebetriebene Motor, auf der anderen Seite ein Blick in die Kajüte und auf der linken Seite mit dem Polizeiboot und dem Taucherschlauchboot auf hoher See. Auf der Rückseite haben wir 2 Dioramen, einmal mit dem Taucher beim Tauchgang und am oberen Bild 2 Kajütboote im Hafen mit dem Fischkutter Susanne im Hintergrund. Jetzt kommen wir zu einer Übersicht der verschiedenen Kinderpackungen. Die Kinder kamen ja 1981 heraus und die Babys 1984. Wir sehen hier das Kinderzimmer von 81 mit den grünen Möbeln, daneben eine Straßenszene mit dem Kiosk und dem neuen Kinderwagen von 84. Am Spielplatz sind die Großeltern und am zweiten älteren Spielplatz haben wir Karussell, Rutsche und Sandkasten. Hier wieder das Kinderzimmer mit den grünen Möbeln von 81. Die Großeltern machen einen Ausflug in die kleine Burg und auf diesem Bild sehen wir wieder das Kinderzimmer, aber mit den neuen Babys von 84. Am letzten Bild ist der Kinderwagen am Eisstand mit dem Trettraktor unter den Safari-Parkbäumen. Diese Kleinpackungen von 81 bis 84 haben nicht nur hinten, sondern auch auf der Seite jeweils 2 Dioramen. Jetzt schauen wir uns die Kinderspielplatzpackung an. An den Seitenteilen das Kinderzimmer mit dem Spielzug. Die Kinder verwenden Werkzeuge und Kleiderstücke als Spielsachen. Rechts daneben ein Bild vom Bauernhofbesuch mit den angemalten Hühnern, mit dem Esel in der Koppel. Und auf dem anderen Seitenteil geht es weiter im Schweinestall. Die Kinder schauen sich die kleinen Ferkel an. Daneben wird im Kinderzimmer weitergespielt mit dem Clown-Zubehör als Spielzeug. Auf der Hinterseite haben wir 2 Dioramen von Spielplätzen mit den Spielgeräten Rutsche, Karussell, Bergbank. Der Sandkasten ist aus Maurerbrettern zusammengestellt. Die Erwachsenen haben 81 immer noch fixe Handgelenke. Jetzt schiebe ich noch einige Packungen vom Zirkus ein. Das ist die Artistenpackung von 82. Auf der Hinterseite sieht man die Zugwaggons, wie sie die Tiere am Bahnhof abladen. Unten ist der Zirkus schon aufgebaut und 2 Übertragungswagen vom Fernsehen filmen die Vorstellung in der großen Manege. Auf den Seitenteilen gibt es auch immer verschiedene Dioramen. Die Seelöwenpackung von 1980 zeigt an den Seitenteilen die verschiedenen Kunststücke der Seehunde mit den verschiedenen Geräten, mit den Bällen, Ringen und Kegeln. Zur Belohnung gibt es für die Kunststücke immer einen Fisch aus dem Kübel. Die nächste Packung ist der Wohnwagen von 1982 mit den 2 Clowns. An den Seitenteilen sehen wir die Einrichtung. An der Rückseite gibt es ein großes Diorama mit dem neuen roten Zirkus von 82. Alle Zuschauer sind schon mit den neuen drehbaren Handgelenken ausgestattet. Auf der Oberseite wieder die Einrichtung des Wohnwagens. Auch die kleinsten Packungen, wie dieser Dickbauchclown von 87, hatten auf der Rückseite ein schönes Bild, hier mit den 2 anderen Clowns. 91 kam der neue Circus Romani. Hier habe ich den Wohnwagen vom Gewichtheber. Auf der Packungsrückseite gibt es ein Bild, wie der Traktor den Wohnwagen einhängt, während der Zirkusdirektor am Kaffeetisch Radio hört. Die Seitenteile werden wieder für Spielfunktionen und für die Inneneinrichtung verwendet. Vom Circus Romani stammt auch der Zauberer mit der schwebenden Jungfrau, den ich von Dirk bekommen habe. Ich werde euch dieses Set noch bei Gelegenheit vorstellen.
Der Zirkus teilt sich viele Tiere mit der Safari-Welt von 1980. Am Katalog haben wir schon wunderbare Dioramen auf der Umschlagseite mit den Forschern und den Tieren und den Kilimandscharo im Hintergrund. Beim Zelt haben wir auf der Rückseite ein wunderschönes Diorama, dasselbe oder ein ähnliches Diorama wie im Katalog mit den wilden Tieren, dem Zelt und den Beduinen. Am unteren Bild haben wir wieder die Zirkusmanege mit den Color-Indianern bei einer Western-Vorstellung. Auf den Seitenteilen wiederholt sich sehr oft das wunderschöne Foto von der Karawane mit den Lastkamelen, ganz hinten eine Frau auf einem Esel mit Tonkrügen. Auf der zweiten Packung mit den Beduinen haben wir genau dieselbe Karawane. Auf der Rückseite oben ein Bild vom Filmteam, das eine Dokumentation über die wilden Tiere dreht. Am unteren Bild fährt die Wüstenrallye am Streckenposten im Safari-Zelt vorbei. Die Packung vom Beduinen am Kamel hat auf der Hinterseite nochmal dasselbe Bild, das wir schon kennen, und unten noch ein besonderes Zirkusbild ohne Hintergrund. Hier haben wir die große Safari-Schachtel, hinten nichts. Auf dem Deckel haben wir wieder das Bild von der Karawane und auf diesem Seitenteil haben wir ein schönes Diorama vom Safari-Zelt, dem gelben Safari-Auto und dem Käfigwagen. Das Bild rechts daneben haben wir ja schon gesehen, die wilden Tiere der Savanne, und das Filmteam dreht mit der Studioausrüstung eine Dokumentation mit Studiokameras, Geigenmikrofon, der Regisseur gemütlich im Sessel. Jetzt kommen wir zu einigen Packungen vom Wintersport. Die Pistenraupe kam 1984 heraus. Auf der Rückseite waren Detailaufnahmen von Funktionen des Modells. An den Seitenteilen interessante, einfache Diagrammen mit Scherenschnitthintergründe aus farbigem Papier. Auch die Berge im Hintergrund sind einfach aus Papier ausgeschnitten. Am gegenüberliegenden Seitenteil haben wir ein Foto von einem Spiegelteich, wo die Kinder Schlittschuh laufen und der Großvater schaufelt den Schnee vom Eis. 86 kam der Schneepflug heraus, hier in einer schönen Winterlandschaft beim Winterdienst. Die Pistenraupe von 84 wurde 1992 wieder neu herausgegeben, ohne hinterem Aufbau, auf der Rückseite wieder mit einem schönen Diorama. Die Figuren beim Eisstockschießen mit dem Ponyschlitten, das Auto, und hier haben wir das zweite Set mit dem schwarzen Motorschlitten zur Belieferung der Almhütte, im Hintergrund Modellbaubäume. Hier ist die Rückseite der Packung des Bayern beim Eisstockschießen vor dem verschneiten Puppenhaus. Hier sehen wir die Packung von vorne. Die letzten Dioramen waren 1993 auf den Packungen. Hier habe ich eine hässliche, aber original verschweißte Packung des Sportwagens. Auf der Hinterseite sehen wir wunderschöne Dioramen vom Wandern und Radfahren mit einer wunderschönen Modellbaulandschaft, die zwei Autos, Personenwagen und Sportwagen im Vordergrund, und hier sehen wir den neuen Pickup-Geländewagen im Wildbach, ein Kanu beim Paddeln. Nach dem Wintersport machen wir jetzt wieder mit dem Western weiter. Wir sind 1976 stehen geblieben, wo auf den Zubehörpackungen das erste Mal ausschließlich die passende Spielwelt zum Thema abgebildet ist. Die Westernhäuser vom Mai 1976 waren in einer Styroportasse eingepackt. Das Haus war von vorn und hinten am Deckel abgebildet und an den Seitenteilen gab es Fotos.
Der gefangene Mexikaner ist wohl nicht der Gesuchte vom Fahndungsplakat. Herr und Dame wollen wohl den schwer bewachten Mexikaner im Gefängnis besuchen. Hier muss der Sheriff seinen Revolver ziehen, weil ein unschuldiger Mann von Banditen bedroht wird. Auf der Oberseite der Packung sieht man die ganze Westernstadt. Der betrunkene Kutscher bringt die Einrichtung für die Bank und fährt fast den Bankdirektor an. Im Salon trinken die Gäste Bier, vor dem Sheriffsoffice zieht ein Viehtrieb vorbei und die Kavallerie rückt an. Am zweiten Bild daneben hat ein feiner Herr Sessel im Drugstore gekauft, vor dem Haus steht eine rote Bahnhofsbank, vor der Farm schläft ein Mexikaner und die Kavallerie bringt einen Gefangenen. Der Planwagen von 76 hat vorn und hinten dasselbe Foto, die Postkutsche von 77 ist vorn und hinten von einer anderen Seite fotografiert. Auf den Seitenteilen gibt es beim Planwagen 4 Fotos mit Doppelanspannung wie auf dem Titelbild des Flyers von 76. Im zweiten Bild wird der Wagen ohne Plane von der Kavallerie eingespannt. Die Pferde bekommen Wasser und die Munitionskiste ist schon aufgeladen. Auf der anderen Seite wird unten gerade der Planwagen angespannt, sogar der Sheriff hilft mit und ein Cowboy reitet mit dem angespannten Pferd vorbei. Oben ist die Kavallerie schon mit voller Anspannung unterwegs, der Trompeter schmettert das Signal und die Mannschaft sitzt ordentlich im Wagen mit der Flagge und hat auch Werkzeug mit. Die Postkutsche sehen wir auch mit der vollen Doppelanspannung. Die Fahrgäste steigen ein. Der Herr ist wohl ein Kavallerieoffizier auf Urlaub. Unten haben wir 2 kleine Bilder. Einmal die Postkutsche mit nur 2 vorgespannten Pferden und einmal die Fahrgäste beim Einsteigen. Auf der anderen Seite gibt es einen brutalen Postkutschenüberfall. Die Banditen nehmen sogar die Messinglaternen mit. Am zweiten Bild hat sich der Sheriff schon ergeben und der Bandit durchsucht den Kofferraum. Am oberen Bild versucht der Sheriff, die Postkutsche noch tapfer zu verteidigen. 1983 gab es den neuen Farmwagen mit den verschiedenen Neuauflagen der Westernwelt. Die Großeltern fahren hier der Farmerfamilie entgegen, unter den Savannenbäumen vor dem neuen Drugstore. Am linken Teil dreht das Filmteam vor den 3 Neuausgaben der Westernhäuser mit den neuen Schilden einen Film. Am Set werden Farmkutsche und Planwagen gebraucht. Auf der Rückseite sind 2 Fotos. Unten der rote Farmwagen mitten in der Westernstadt mit den 3 erneuerten Häusern. Es sind immer auch Kinder dabei. Und oben machen die Kinder mit der Ponykutsche ein Wettrennen mit dem Farmwagen. Die Kavalleristen haben noch die alten starren Handgelenke. 85 gab es weitere Neuigkeiten, Westernfamilie und die grüne Einspännerkutsche. Die erste Version von Cowboys, Sheriff und Bandit hatten 86 alle dieselbe Packungsrückseite mit den alten Häusern. 87 kamen dann die neuen Gebäude dazu. Wir waren damals fasziniert von den Figuren in ihren neuen Farbtönen. Die Goldgräber waren das letzte Playmobil-Set, das ich gemeinsam mit meinem jüngeren Bruder gekauft habe. Ich habe mir das Set vor 20 Jahren nochmals original verschweißt gekauft, als es noch normale Preise hatte. Ein wunderschönes Diorama mit den Goldwäschern am Fluss, Planwagen, Indianern mit Rauchzeichen. Eines der wenigen Originalsets aus meiner Kindheit. Die Dioramen haben wir ausgeschnitten und in einem Heft gesammelt. Bei den Cowboys, Sheriff und Bandit von 86 wurden die Verpackungen erneuert und die neuen Gebäude kamen auf die Dioramen an den Rückseiten. Der General zu Pferd und der Sergeant mit Flagge waren neu, gefolgt von einer Kavallerieeinheit mit dem Fährtenleser.
Die großen Gebäudepackungen hatten vorn ein Foto vom Inhalt, der Karton hatte hinten kein Bild, auf der Seite gab es dann einmal Details vom Inhalt und nur auf einer Seite gab es dann die schönen Dioramen. Ein Bild von der Silver Ranch mit Cowboys, Viehtrieb, Windrad und Farmhaus. Und am zweiten Bild rechts daneben fährt die Steaming Mary in den Bahnhof von Colorado Springs ein. Vorne steht ein Landstreicher, auf der Seite sieht man den Einspänner, die Kavallerie, Postkutsche und einen großen Straßenzug mit Sheriff Sophies, Kirche, Farmers und Drugstore. Hier ist die Packung von der kleinen Kirche, ausschließlich mit neuen Gebäuden. Hier ist eine Packung vom Eisenbahnwaggon, mit einem Diorama von der Dampflokomotive am Bahnhof mit Windrad und Wasserturm. Hinten sieht man die Westernkirche und die Silver Ranch. Der Zug dreht eine große Schleife. Das nächste Diorama ist aus der Packung vom Planwagen und von der Postkutsche. Beide Kutschen sind am Bahnhof. Hier ist die Rückseite vom Mexikaner mit der Gitarre und hier der Fallensteller von 1988. Jetzt kommen wir zur Indianerfamilie von 1989. Erstmals haben die Figuren einen bedruckten Körper und auch bedruckte Beine. Auf der Hinterseite ein schönes Diorama vom Indianerdorf mit dem Indianerzelt, dem alten Webstuhl, der Kochstelle von den Goldgräbern. Und hier sehen wir noch ein schönes, großes Poster von der Westernwelt mit dem Fort Braver. Auf unserer Reise durch die Verpackungsrückseiten kommen wir jetzt zum Mittelalter. Die Fachwerkhäuser im legendären Stecksystem sind im Herbst 1977 auf den Markt gekommen. Die Bauanleitung war reich bebildert, an den Außenseiten haben wir unzählige Dioramen, die die Mittelalterstadt darstellen. Als Baustelle, mit dem Marktplatz, mit dem Turnier, immer wieder kommt im Hintergrund das rote Fachwerkhaus vor. Wir sehen hier auch die moderne Stadt mit Hubschrauber und mit dem blauen Auto. Die Bauanleitung wurde dann in den 80er Jahren erneuert, dort ging man mehr auf die moderne Stadt. Hier sehen wir noch eine Packungsrückseite, links der Schulturm, Stadtwache, Gasthaus, Scheune, Bäckerei und Schmiede. Hier haben wir das Turnierset mit den chromglänzenden Turnierrittern. Auf der Hinterseite haben wir eine Feier in der Burg, innen 2 Balkone, ein großes Gelage. Unten haben wir ein Gefecht, die Artillerie wird in Stellung gebracht. Auf den Seitenteilen haben wir einmal einen Soldatenzug mit dem Planwagen, ähnlich wie der Kaufmannszug, hier ist der Ziehbrunnen. Auf der anderen Seite der Verpackung haben wir ein wunderbares Turnier. Vor den Burgmauern findet ein Turnier statt. Alle Ritter sind geladen, sogar von der Schildwache ist die Flagge dabei. Die Empore von König und Königin, bestehend aus 2 Balkonen und dem Marktstand, sind besonders gut gebaut. Sehr viele Pferde und Reiter beim Turnier. Hier sehen wir den Marktstand. Auf den Seitenteilen des Marktstandes auf einer Seite der moderne Markt, es werden Hüte verkauft, das rote Motorrad ist unterwegs, der Gepäckträger und auch ein Viehmarkt findet statt. Auf der anderen Seite der Mittelaltermarkt mit dem Bäcker, der Nachtwächter kauft gerade Keramik ein. Hier haben wir echte Keramik am Stand, weil die Plastikkeramik erst mit den Beduinen herausgekommen ist. Jetzt kommen wir zu den Piraten von 1978. Die Verpackungen hatten vorn und hinten den Inhalt und auf den Seitenteilen eine Sortimentsübersicht. Es fehlten eigentlich die typischen Dioramen.
Beim Piratenschiff wollte ich mir die Version 1 Packung kaufen. Im alten Kollektor von 2004 war die falsche Verpackung drinnen. Im neuen Kollektor von 2009 wurde sie dann geändert. Ich habe mir also die falsche Verpackung gekauft. Es handelt sich um eine Exportpackung. Wir schauen uns jetzt die Bilder an den Rückseiten an. Wir sehen, 78 war das Jahr mit den Colorstiften. Großvater und Enkel bemalen 2 Schiffe mit Colorstiften. Hier lässt sich das Ergebnis sehen. In Wirklichkeit schaut es meistens nicht ganz so kunstvoll aus. Der Piratenkapitän auf der Brücke. Hier sehen wir ihn vorn am Bugspriet mit der Takelage. Die Segel auch wunderbar kunstvoll bemalt, die Piraten beim Entern, an der Kanone. Hier sehen wir eine Fachwerkstatt, auch mit dem roten Fachwerkhaus als Hafenstadt, 2 Piratenschiffe im vollen Gefecht. Hier sehen wir den Piratenkapitän wieder am Boot mit der Schiffsglocke. Er trägt sogar einen Orden. Hier ist die Kanone mit den hölzernen Kanonenkugeln, ganz bemerkenswert. Und eine romantische Stimmung beim Sonnenuntergang an der Schatzinsel und dann noch mitten in der Nacht beim Mond unter dem Sternenhimmel. Hier steigt der zivile Kapitän vom Beiboot ins Schiff und wird vom Bootsmann empfangen. Hier noch ein kleiner Blick in die Kajüte mit dem Kapitän und einer Passagierin. 1990 kamen die neuen bedruckten Figuren heraus. Ich habe hier diese Packung. Es ist hier der Piratenkapitän, wird am Schiff gefangen genommen von der Garde. Jetzt schauen wir uns den Katalog an. 1980 war hier das Piratenschiff drinnen und es war eine Seite Werbung für Color. Es gab damals auch die Color-Piraten. Jetzt schauen wir uns noch den Weltraum an. Playmo-Space von 1980, herausgekommen aber erst 1981. Eine sehr große Verpackung bei der Raumstation mit vielen malerischen Dioramen. Hier der Roboter G5B mit dem Schürfwagen. Sie sind dabei, gerade das Mondgestein zu überprüfen. Hier sehen wir ein Weltraumdock, in den Raumfähren gebaut werden. Es ist das Baugerüst von 1980 und der Stapler von 1979. Hier sehen wir das Raumschiff, das verkleinerte große Raumschiff, hat seine Kommandozentrale zurückgelassen. Hier lädt der Stapler Expeditionskisten in den Kofferraum der Raumfähre. Hier haben wir den astromechanischen Druiden GE5B auf der Tragfläche des Weltraumlabors. Auf dem nächsten Diorama sehen wir Raumstation und Raumfähre, im Vordergrund der Roboter und im Hintergrund ein Geschwader der kleinen Raumschiffe. Jetzt sehen wir die Raumstation innen, Luftschleuse, Kommandozentrale, Dekocher, Schlafkoje, Steuerraum, Labor. Unten kann man die Stützen einklappen und hier 2 Astronauten vor dem Abflug. Wieder der astromechanische Droide, außen am Raumschiff, wie es sich gehört. Jetzt sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos angelangt. In meinen letzten Videos versuche ich, eure Wünsche aus den Kommentaren zu erfüllen. Wenn ihr was sehen wollt, dann schreibt es in irgendeinen Kommentar. Ich werde sehen, ob ich den Wunsch erfüllen kann. Im nächsten Video kommen die PKWs, eine Übersicht der PKW in den 80er Jahren. Dann zeige ich die Geo-Mission von 2015 und dann werden wir auch schon zum großen Finale kommen. Ich habe nämlich meine ganze Playmobil-Sammlung schon längst gezeigt.
Ich bedanke mich bei allen für die 2000 Abos, bedanke mich, dass ihr zugesehen habt, wünsche euch ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.